Hallo, heute habe ich mal einen wirklich coolen Song von Lenny Kravitz für dich dabei. Und zwar geht es heute um Slappers spielen. Fly Away ist ein super Song, um das Slappers spielen als Anfänger zu lernen und gleich zu einem Song dazu zu spielen. Ich habe da wieder ein paar Übungen dazu gemacht, die es dir einfacher machen, reinzukommen, den Sound richtig in den Daumen reinzukriegen und auch vom Groove und Timing gleich von Anfang an das richtig zu machen. Ich habe jetzt eins gemacht, und zwar bin ich von der Originalbasslinie einfach ein paar Schritte zurückgegangen. Ich starte mal nur mit dem Rhythmus. Die Übung siehst du jetzt unten eingeblendet, die ist sehr einfach, nur mit dem Daumen gespielt. Ganz einfache Übung. Achte darauf, dass dein Sound wirklich voll ist, die Saite richtig klingt und nicht irgendwie abgechoked wird, zu kurz ist. Also wirklich richtig klingen lassen, dass die ganze Saite das komplette Volumen hat. Und dann spielen wir einfach auf dem A die Übung durch. Die zweite Übung nimmt jetzt den Rhythmus und setzt gleich schon mal die richtigen Noten ein. Wir haben jetzt ein A, es kommt ein H auf der A-Seite, zweiter Bund, dann kommt ein C, ne? Dritter Bund, A-Seite, und wir brauchen dann noch ein G, das ist der dritte Bund auf der G-Seite. Das hört sich dann so an. Auch dazu findest du wieder Play-Along und das Übungsblatt in dem Blogbeitrag. Das, was ich dir jetzt gezeigt habe, ist das Intro und der Refrain. Beides mal genau gleich. Es gibt nur noch einen weiteren Teil bei dem Song. Und das ist auch ein Grund, warum es den Song eigentlich relativ einfach macht, zum Anfang mitzuspielen. Man muss sich nicht viele verschiedene Teile merken, sondern die sind alle gleich. Es gibt Intro und Refrain, die genau gleich sind. Und dann gibt es noch die Strophe, die auch jedes Mal sich durch wiederholt. Hier haben wir es auch wieder getrennt. Ich spiele dir erstmal den Rhythmus. Siehst, wir haben hier eine Dead Note dabei, die ist gekennzeichnet mit dem X. Dead Note bedeutet nur, wir lassen die Finger von der Greifhand auf der Saite liegen, ohne die Saite runterzudrücken auf den Bund. So entsteht nur so eine perkussive Dead Note. Wenn wir jetzt die Tonhöhen dazu machen, dann haben wir wieder das A, das C, das G und das D, fünfter Bund auf der A-Seite. Mit dem entsprechenden Rhythmus hört sich das dann so an. Damit kannst du jetzt eigentlich schon den Song komplett mitspielen. Natürlich ist das nicht die Originalbasslinie, aber die ist so weit runter reduziert, dass die wichtigsten Sachen enthalten sind und du gleich schon mitspielen kannst, was natürlich viel mehr Spaß macht, als ewig an einem kleinen Teil üben zu müssen und nicht gleich den ganzen Song spielen zu können. Wichtig ist aber, dass du das wirklich konsequent sauber ausführst und auf dein Timing und auf deinen Ton achtest. Wir sind bei Level 2. Level 2 heißt nur, dass jetzt mehr Töne dazukommen. Eigentlich kommt nur rhythmisch noch mehr dazu. Siehst du jetzt auch schon hier unten in der Übung, wir haben jetzt Sechzehntel Noten, bleiben als erstes auch wieder auf dem einen Ton.
Wenn du schon so weit fortgeschritten bist, kannst du es natürlich auch mit der Double Thumb Technik trainieren. Also hoch und runter mit dem Daumen. Machst immer wie mit einem Plektrum Up- und Down-Strokes mit dem Daumen. Eigentlich auch ein ganz cooler Song, um das mal zu üben. Aber sonst geht natürlich auch ganz normal mit der ganz normalen Daumen-Slap-Technik. Übung 2 ist eigentlich fast gleich, kleine rhythmische Variation. Wir haben an der zweiten Zählzeit von dem Takt eine Achtel mit Punkt und Sechzehntel dahinter. Das hört sich dann komplett so an. Jetzt nehmen wir wieder die Töne dazu, die wir davor schon hatten. Im Gegensatz zu Level 1 haben wir jetzt ein paar mehr Töne rhythmisch zu spielen, aber die Tonhöhen sind eigentlich komplett gleich. Jetzt brauchen wir unseren Pop. Also wir spielen das A mit dem Daumen an und reißen die Oktave dazu. Auf der D-Seite, 7. Bund, auch das A an. Zwischendrin kommt dann wieder die Dead Note. Das hört sich so an. Die Töne kennst du ja schon. Rhythmus findest du unten wieder auf dem Blatt. Achtung, im letzten Takt haben wir bei der Dead Note eine Sechzehntel, die vor der 1 dann wieder kommt. Eigentlich wie ein Auftakt. Ganz letzte Sechzehntel, bevor es wieder zu 1 geht, der Dom. Gut, das ist schon Level 2. Du bist jetzt schon ein ganzes Stück weiter zu der Anfängerübung. Wenn du es jetzt zu dem Song spielst, bist du eigentlich schon ziemlich gut dabei. So, trotzdem will ich dir natürlich Level 3 nicht enthalten. Was kann schon anders sein? Es kommen noch mehr Noten dazu, rhythmisch mehr Noten dazu. Noch mehr Sechzehntel, noch eine Dead Note und ich zeige dir jetzt gleich, wie sich das anhört. Erste Übung von Level 3. Eine rhythmische Variante ist jetzt die Nummer 2. Playlongs, Übungen dazu findest du im Blogbeitrag. Da unten ist der Link. Schau nach. Wir setzen die Tonhöhen jetzt wieder mit dazu. Okay, das war wieder Refrain und Intro. Kommen wir zur Strophe. Übung Nummer 4. Vorsicht, die rhythmische Variante in dem letzten Takt. Und auch hier packen wir jetzt mal die richtigen Tonhöhen dazu. Da macht der Lenny Kravitz, wenn er es war, jetzt so ein ziemlich coole Artikulationsding. Der macht so einen Slide. Glissando nennt man das auch. Der rutscht jetzt von dem G zum A. Ne? Dann, wenn es aufs C geht, rutscht er von dem zweiten Bund, H oder B. Und jetzt kommt wieder ein Fis zum G. Zweiter zum dritten Bund.
und beim D geht es vom C zum D. Und dann zum Schluss Dead Note, Leerseite. Ich spiele es mal langsam zum Zuhören. So, jetzt hast du eigentlich schon die Original-Basslinie von Fly Away von Lenny Kravitz. Hol dir die Playalongs, die Übungen dazu und die Noten als Tabs oder im Bassschlüssel, wie auch immer das für dich cool ist. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Lass mich wissen, wenn du irgendwelche Fragen dazu hast. Schick mir eine Mail oder hinterlass einen Kommentar hier in dem Video. Ich freue mich, wenn ich von dir höre. Viel Spaß, bis dann. Ciao, ciao.